Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das unglaublich viele Menschen betrifft, aber oft sehr oberflächlich behandelt wird. Das Imposter-Syndrom. Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Irgendwann merken die anderen, dass ich hier eigentlich nicht hingehöre. Und diesen Gedanken hat man, obwohl man objektiv gesehen Kompetenz hat. Obwohl du Prüfungen bestehst, obwohl du Lob bekommst, obwohl du Verantwortung trägst. Und genau darum geht es heute. Ich möchte dieses Thema nicht dramatisieren, ich möchte es auseinandernehmen. Was passiert da genau im Kopf und warum betrifft es besonders leistungsstarke Menschen? Und wie kann man damit konkret arbeiten, ohne sich ständig selbst therapieren zu müssen? Wenn du trotz objektiver Erfolge das Gefühl kennst, irgendwann entlarvt zu werden, dann ist dieses Video für dich. Was Imposter-Syndrom wirklich ist. Imposter-Syndrom beschreibt ein psychologisches Bewertungsmuster. Es bedeutet, eine Person hat nachweisbare Kompetenz, objektive Erfolge oder Anerkennung, glaubt innerlich jedoch, diese nicht verdient zu haben. Der zentrale Mechanismus ist die Verzerrung zwischen der Außenwahrnehmung und der Innenwahrnehmung. Stellen wir uns eine Situation vor. Eine Studentin besteht eine anspruchsvolle Prüfung. Außenperspektive, sie hat gelernt, sie hat sich gut vorbereitet. Innenperspektive, ich hatte einfach Glück. Das Entscheidende ist, der Erfolg wird externalisiert, die Kompetenz wird aber nicht internalisiert. Noch ein Beispiel. Ein Mitarbeiter wird befördert. Außen Anerkennung, innen, ich weiß nicht, warum sie mich gewählt haben. Dieser Gedanke mag bescheiden wirken, aber wenn er dauerhaft ist, untergräbt er das Selbstbild. Imposter-Syndrom ist kein Mangel an Leistung. Es tritt häufig bei Menschen auf, die viel leisten. Es ist kein Beweis von Inkompetenz, es ist ein Beweis von innerer Verzerrung. Warum gerade leistungsstarke Menschen betroffen sind? Man könnte denken, Imposter-Syndrom entstehe aus Schwäche, aber oft entsteht es aus hohen Standards. In leistungsorientierten Umfeldern wird Erfolg ständig gemessen. Noten, Rankings, Feedback, Beförderungen. Wenn Wert ständig bewertet wird, dann verknüpft das Gehirn Wert mit Ergebnis. Das Problem ist, wenn mein Wert vom Ergebnis abhängt, dann fühlt sich jedes Ergebnis wie ein Urteil über mich an. Imposter-Syndrom tritt besonders häufig in Übergängen auf. Zum Beispiel von der Schule ins Studium, vom Studium in den Beruf. Und warum? Weil das Kompetenzniveau steigt. Aber das innere Sicherheitsgefühl nicht automatisch mitwächst. Das Gehirn denkt also, alle anderen wissen mehr und ich bin der Ausnahmefall. Vergleich ist einer der stärksten Treiber. Wir sehen immer nur die Stärke anderer, den Output anderer, den Erfolg anderer, aber nie ihre Unsicherheiten, ihre Zweifel, ihre Lernkurven. Und das verzerrt. Perfektionismus verstärkt Imposter erheblich. Denn wenn der innere Maßstab lautet, ich darf mir keine Fehler erlauben, dann wird jeder kleine Fehler zu einem Beweis. Nicht für ein Lernfeld, sondern für Inkompetenz. Und jetzt kommt der entscheidende Teil. Wie arbeiten wir damit? Nicht theoretisch, sondern praktisch. Denn Imposter verschwindet nicht durch Motivation, es verschwindet durch Struktur. Bevor wir über konkrete Strategien sprechen, ist ein Grundsatz entscheidend. Ein Gefühl ist real, aber es ist nicht entscheidend wahr. Wenn jemand sagt, ich fühle mich inkompetent, dann ist dieses Gefühl echt. Aber daraus folgt nicht, dass die Person objektiv inkompetent ist. Und warum ist das wichtig? Imposter-Syndrom lebt davon, dass Gefühle als Fakten interpretiert werden. Unsicherheit wird als Beweis gelesen. Nervosität wird als Inkompetenz gewertet. Der erste Schritt ist also, die innere Bewertung zu verlangsamen. Methode 1. Fakten von Interpretation trennen. Die erste Methode ist einfach, aber extrem wirkungsvoll. Man trennt konsequent zwischen Fakt und Interpretation. Schritt für Schritt bedeutet das, nimm eine konkrete Situation, die Zweifel ausgelöst hat, und teile das Blatt in 2 Spalten. Linke Spalte, was ist objektiv passiert? Rechte Spalte, welche Bedeutung gebe ich dem Ganzen? Zum Beispiel Präsentation im Seminar. Fakten sind, ich habe 15 Minuten präsentiert, ich konnte eine Frage nicht beantworten, der Dozent hat gesagt, interessanter Ansatz. Fakten sind, ich habe 15 Minuten präsentiert, ich konnte eine Frage nicht sofort beantworten, der Dozent hat gesagt, interessanter Ansatz. Interpretation, ich war unvorbereitet, alle anderen waren besser, man merkt, dass ich hier nicht hingehöre. Und allein diese Trennung zwingt das Gehirn langsamer zu denken. Und oft merkt man dabei, die Interpretation ist viel härter als die Realität. Wichtig ist, diese Übung ist keine einmalige Intervention. Man macht sie regelmäßig und vor allem in härteren Phasen. Methode 2: Erfolge systematisch internalisieren.
Viele Menschen mit Impostermuster haben nie gelernt, Erfolge wirklich anzunehmen. Und das Problem dabei ist, sie schreiben Erfolg dem Zufall zu und Misserfolg sich selbst. Also drehen wir das bewusst um. Schritt 1. Nach jeder abgeschlossenen Situation 3 konkrete Eigenleistungen notieren. Nicht allgemein sowas wie ich war gut, sondern konkret. Ich habe 3 Wochen für die Prüfung gelernt. Ich habe alte Prüfungen analysiert. Ich habe meine Schwächen gezielt trainiert. Schritt 2. Erfolg laut formulieren. Ich habe mir dieses Ergebnis erarbeitet. Nicht arrogant, nicht überheblich, sondern ganz sachlich. Schritt 3. Feedback annehmen ohne Relativierung. Wenn jemand sagt, das hast du gut gemacht, dann nicht antworten wie, ach, das war nichts, sondern einfach danke. Und auch nur das. Das wirkt klein, aber es verändert das Selbstbild langfristig. Methode 3. Vergleich bewusst steuern. Wir wissen jetzt, Vergleich ist einer der stärksten Verstärker des Impostermusters. Und warum ist das so? Wir vergleichen unseren inneren Zweifel mit dem äußeren Auftreten anderer. Also, wenn du dich vergleichst, dann stell dir diese 3 Fragen. Erste Frage, kenne ich die vollständige Geschichte dieser Person? Zweite Frage, vergleiche ich meinen Anfang mit deren Mitte? Dritte Frage, ist dieser Vergleich konstruktiv oder destruktiv? Danach formulieren wir das aktiv um. Mein Maßstab ist meine Entwicklung. Formuliere also, vor 2 Jahren war ich am Punkt X und heute bin ich am Punkt Y. So wird ein Vergleich zur Orientierung und nicht zur Selbstabwertung. Bis jetzt haben wir kognitive Strategien besprochen und jetzt geht's eine Ebene tiefer. Denn Imposter ist nicht nur ein Denkproblem, es ist auch sehr oft ein Identitätsproblem. Und Identität verändert man nicht durch einen einzigen Gedanken, sondern durch wiederholtes Handeln. Methode 4. Leistung von Identität trennen. Ein zentraler Mechanismus von Impostergefühlen ist die Verschmelzung von Identität und Leistung. Und was bedeutet das? Wenn ich glaube, mein Wert hängt von einem Ergebnis ab, dann wird jedes Ergebnis ein Urteil über mich selbst. Und das führt zu einem gefährlichen Kreislauf. Ein gutes Ergebnis führt zu einer kurzfristigen Erleichterung und ein schlechtes Ergebnis führt zu einer Identitätskrise. Deshalb ist die zentrale Frage, bin ich die Leistung oder erbringe ich diese Leistung? Das ist kein Wortspiel, das ist ein fundamentaler Unterschied. Also, wie setze ich das jetzt konkret um? Schritt 1. Beobachte deine Sprache. Sagst du zum Beispiel, ich bin schlecht in Mathe? Oder sagst du, ich habe diese Aufgabe nicht verstanden? Schritt 2. Formuliere es um. Also anstatt dass du sagst, ich bin nicht gut genug, sagst du, ich habe in diesem Bereich noch Entwicklungspotenzial. Schritt 3. Trenne Ergebnis von Person. Eine schlechte Präsentation bedeutet, diese Präsentation war verbesserungswürdig und nicht ich bin unfähig. Diese sprachliche Präzision ist kein Schönreden. Sie ist mentale Hygiene. Methode 5. Fehler systematisch neu bewerten. Viele Impostergefühle entstehen nach Fehlern. Das Problem dabei ist, ein Fehler wird als Beweis interpretiert und nicht als Information. Und wir ändern das strukturiert. Nach einem Fehler stelle dir 3 Fragen. Erste Frage, was ist genau objektiv passiert? Zweite Frage, was lerne ich konkret daraus? Dritte Frage, was ist mein nächster umsetzbarer Schritt? Zum Beispiel, ich konnte eine Frage nicht beantworten. Objektive Analyse, Thema nicht ausreichend wiederholt. Lernschritt, Stoff gezielt nacharbeiten. Nächster Schritt, 30 Minuten Wiederholung am nächsten Tag einplanen. Das Gehirn braucht Handlung und Handlung reduziert Ohnmacht. Wenn man stattdessen im Identitätsurteil bleibt, dann verstärkt sich das Impostermuster. Methode 6. Sichtbarkeit trotz Unsicherheit. Imposter wächst im Stillen. Viele Menschen reagieren auf Zweifel mit Rückzug. Sie stellen keine Fragen, sie äußern keine Meinungen, sie präsentieren keine Projekte. Und kurzfristig fühlt sich das sicher an. Langfristig verstärkt es die Angst. Deshalb Sichtbarkeit trainieren, aber dosiert. Konkrete Schritte sind also: Schritt 1, einmal pro Woche bewusst eine Meinung äußern, auch wenn sie nicht perfekt formuliert ist. Schritt 2, Lob annehmen, ohne es abzuwerten. Schritt 3, eine Aufgabe übernehmen, obwohl leichte Unsicherheit da ist. Und wichtig dabei ist, man wartet nicht, bis man sich bereit fühlt. Man entwickelt Bereitschaft durch Handlung. Selbstsicherheit entsteht nicht vor Handlung. Sie entsteht durch Handlung. Methode 7, Überarbeitung aus Angst erkennen. Mehr Leistung heilt Imposter nicht. Oft versuchen Menschen, Zweifel mit Überkompensation zu bekämpfen.
Sie lernen doppelt so viel, sie arbeiten doppelt so lange, sie kontrollieren mehrfach. Das Problem ist, wenn Erfolg durch Überarbeitung entsteht, dann bestätigt das die Angst. Es wird nämlich zu, ich schaffe das nur mit extremem Aufwand. Deshalb stelle dir regelmäßig die Frage, arbeite ich gerade aus Motivation oder aus Angst? Und wenn es Angst ist, dann bewusst stoppen, Aufgabe in realistische Schritte unterteilen und zeitlich begrenzen. Disziplin ist sehr wertvoll, aber Disziplin aus Angst stabilisiert Imposter. Imposter-Syndrom verschwindet selten vollständig. Und vielleicht ist es auch nicht das Ziel. Denn Zweifel sind Teil vom Wachstum. Und wer sich in neuen Räumen bewegt, fühlt sich nicht automatisch sicher. Der Unterschied liegt hier. Lasse ich Zweifel meine Identität definieren? Oder erkenne ich sie als vorübergehende Begleiter? Man muss nicht vollkommen sicher sein, um kompetent zu sein. Und vielleicht beginnt echte Selbstsicherheit nicht mit dem Gefühl von Gewissheit, sondern mit der Entscheidung, sich selbst fair zu bewerten. Nicht härter als nötig, nicht kleiner als gerechtfertigt. Das ist kein schneller Prozess, aber es ist ein trainierbarer. Schreibt gerne eure Meinungen zu diesem Video oder zum Imposter-Syndrom in den Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.